In diesem Airbrush-Tutorial zeigt euch Anja, wie sie einen Superhelden sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial, einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Anja legt jetzt einmal den Hintergrund mit Schwarz an. Dabei geht sie weiter vom Maluntergrund weg. Sie sprüht hier auf einen Karton, einen Schöllershammer ist das. Hier auf diesem Karton kann man auch gut radieren und auch kratzen. Ja, sie nutzt eine Airbrush-Pistole mit 0,3er Düse. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht sicher, ob sie die Infinity hat oder eine Iwata. Ich meine, es ist eine Iwata. Ja, jetzt sprenkelt sie auch ein bisschen den Hintergrund. Dort, wo der Superheld quasi abgeklebt ist, da geht sie jetzt auch ein bisschen näher dran. Genau, und zieht einmal bzw. knickt einmal den Schlauch hier ab oder zieht einmal nur immer den Farbhebel nach hinten und dann sprüht sie einmal mit Farbe bzw. mit Luft, dass es zu diesen Klecksern kommt. Auf jeden Fall ein cooler Effekt, ein cooler Hintergrundeffekt. Anja nutzt das jetzt hier mit dem Schminke-Schwarz, aber ihr könntet theoretisch natürlich auch unterschiedliche Farben nehmen, ja. Aber der Superheld, der bekommt hier auch noch eine Farbe. Deshalb ist das umso cooler, dass sie das jetzt einmal mit schwarzem Hintergrund anlegt. Ihr seht das Video in 10-facher Geschwindigkeit, also der Superheld hat tatsächlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich hatte 5 Stunden Rohmaterial tatsächlich und da sind die Pausen wohl auch nicht inbegriffen gewesen. Also Anja hat immer fleißig dann Stop, also das Video gestoppt. Ja, und wie ihr jetzt seht, bekommt der Superheld den ersten Farbanstrich. Ja, hier geht sie jetzt auch wieder mit einem Schminke-Schwarz drüber. Ihr seht aber auch, dass es viel Abkleberei war, beziehungsweise auch Ausschneiderei von dem Superhelden. Wenn euch das auch mal interessiert, wie das nochmal gemacht wird, hinterlasst uns das einmal in den Kommentaren oder mir in den Kommentaren. Dann werde ich da auch mal mich bequatschen mit Anja und auch was mal aus dem Hut zaubern. Die Ausschneidearbeit, die war auf jeden Fall sehr filigran. Anja hat hierbei ein Skalpell genutzt mit einem beweglichen Kopf. Also das heißt, es gibt ja einmal diese starren Skalpelle und einmal mit ja, also einen drehbaren Kopf sozusagen. Und da kann man wirklich super um die Kurve schnibbeln. Und dieses Skalpell hat sie jetzt genutzt. Ja, und jetzt kommt ein cooler Teil, wo sie jetzt tatsächlich die Folie abzieht, nachdem sie einmal den Kollegen hier schwarz eingefärbt hat. Ja, und ihr seht, wie cool das jetzt schon aussieht, finde ich. Bleibt also unbedingt dran, damit ihr keine wichtigen Sachen hier verpasst. Beim Entfernen des Maskierfilms nutzt sie eine kleine Klinge, also auch ein Skalpell. Wenn ihr das nachmacht, bitte sehr vorsichtig sein, weil die Skalpelle, die sind natürlich sehr, sehr scharf. Ja, und Airbrusher brauchen natürlich immer sehr viele Skalpelle. Wenn ihr mal keine Klingen zu Hause habt, ich habe es ausprobiert, ihr habt auch die Möglichkeit, das auf einem Schleifstein, ein Messerschleifstein, zu schärfen. Das klappt ganz gut. Geht natürlich aber auch nicht unendlich, weil so eine kleine Klinge auch irgendwann dann weg ist. Ja, und sie ist jetzt hier auch prädestiniert für den Comic-Style. Das ist einfach ihr Ding hier unter anderem. Das macht sie auch total gerne, habe ich mir sagen lassen. Also für mich ist ja die Abkleberei hier nicht so viel. Das ist echt immer viel Arbeit. Aber es gibt Menschen, die machen es gerne und dazu gehört Anja dazu. Ich muss gestehen, nachdem ich das Ergebnis allerdings hier auch gesehen habe, wie cool das aussieht, würde ich mir die Mühe auch total machen. Weil es sieht wirklich einfach cool aus. Lasst es gleich mal auf euch wirken.
Und ich verspreche euch, das Endergebnis wird noch umso cooler aussehen. Aber hinterlasst es einfach mal in den Kommentaren, wie ihr das denn findet. Da es sich auch um sehr filigrane Sachen hier handelt, ja, ist es auch wirklich ja, darauf zu achten, dass man auch den kompletten Maskierfilm erwischt und nicht irgendeine Stelle eben vergisst. Dann hat man immer so eine blöde weiße Stelle da noch drauf und das ja, ist dann immer blöd. Nachdem sie jetzt den Maskierfilm entfernt hat, dort wo denn unter dem Maskierfilm Farbe runtergelaufen ist, das entfernt sie jetzt anhand mit einem Skalpell und einmal mit einem weichen Radierstift von Faber-Castell. Wenn ihr auch mal eine Stelle auskratzen wollt, dann ist es wichtig, dass ihr möglichst die Klinge flach zum Maluntergrund haltet, damit ihr nicht unnötig das Papier bzw. den Karton, die Oberfläche zerstört. Ja, und hier seht ihr auch schön die Arbeitsweise von Anja. Ne? Sie hat das jetzt auch auf den Tisch gelegt. Das ist jetzt natürlich nicht an der Staffelei. Macht auch Sinn. Empfehle ich auch vor allen Dingen, wenn ihr mit einer Klinge arbeitet, ne, dann habt ihr die nötige Stabilität, als wenn ihr das an einer Staffelei macht. Das ist immer besser, am Tisch zu arbeiten. Ja, und jetzt geht es auch schon mit dem ersten Farbauftrag los. Genau, und das sieht mir ein bisschen aus wie brillant rot von Schminke. Ich gehe davon aus, das hat sie aber gemischt und sie nimmt nicht das Brillantrot so von Schminke fertig gemischt. Aber ich liefere euch das noch nach. Seht euch das auf jeden Fall in den Kommentaren an, weil sie hat mir einmal hier die Farbaufstellung mitgegeben. Ihr seht auch, dass noch einige Sachen abgeklebt sind. Die bekommen dann auch noch eine andere Farbe und auch ein paar Helligkeiten sind noch abgeklebt. Also es wirkt dann auch gleich auf jeden Fall auch total toll. Ich habe erst überlegt, ob das überhaupt hier anfängerfreundlich ist. Ich finde schon, auch wenn das jetzt erstmal komplizierter aussieht von der Abkleberei. Wenn man darauf allerdings achtet, ja, wo man was wie abklebt, dann ist das ja wirklich nur ein flächiges Drübersprühen fast. Also wirklich, ihr könnt einmal von weit weg mit der Pistole einmal drüber sprühen und dann habt ihr auch schon einen tollen Effekt. Sie macht das jetzt hier noch ein bisschen filigraner, also sie geht jetzt auch an den einzelnen Flächen nochmal dran, ja, an den Maluntergrund und sprüht auch das Ganze mit einem leichten Verlauf. Genau, und wenn ihr das auch natürlich so wie sie macht, ne, der Hintergrund ist ja jetzt nicht mehr wirklich abgeklebt in dem Sinne, ja, deshalb geht sie auch dichter dran, damit nicht viel Farbnebel eben in den Hintergrund gesprüht wird. Ja, und jetzt hat sie einmal die Farbe gewechselt, hier einmal mit Schwarz, wird sie jetzt einmal nochmal ein bisschen den Umhang übersprühen, um den einfach mehr Volumen zu geben und auch ein paar Verläufe, Schattenverläufe mitzugeben. Dasselbe macht sie jetzt hier am Oberschenkel, auch um diesen ein bisschen Plastizität zu geben. Ja, und heute wollte ich auch nochmal auf eine Nachricht eingehen. Also ich wurde heute nochmal gefragt, wo ihr denn die Vorlagen bekommt. Und wie schon mal in einem anderen Video erwähnt, möchte ich ja eine Webseite erstellen, wo ihr denn auch diese Vorlagen bekommen könnt. Da ich das hier alles nebenberuflich mache, könnt ihr euch vorstellen, das hat natürlich ein bisschen mit einem Zeitfaktor zu tun. Ich kriege nicht alles auf einmal gehandelt. Das bedarf halt ein bisschen Zeit. Also ich bitte euch um Geduld, könnte noch ein bisschen dauern. Aber es kommt auf jeden Fall. Was versprochen, das wird nicht gebrochen. Ja, ihr seht jetzt, je filigraner die Arbeiten sind, desto näher geht sie auch mit der Airbrush-Pistole zum Maluntergrund dran.
damit sie auch die einzelnen filigranen Sachen hier einmal sprühen kann. Je dichter ihr dran geht, desto mehr habt ihr dann die Möglichkeit, feine Striche eben zu sprühen. Je weiter ihr weggeht, desto eher könnt ihr mit Verläufen arbeiten. Ja, jetzt ist sie auch gleich schon durch mit dem Thema Schwarz erstmal. Dann kommt nochmal die andere Farbe, also das Rot, das wird dann einfach nochmal intensiver gesprüht, hier in diesem Schritt, damit das auch schön knallig rauskommt. Schaut euch dann auch mal, ja, ihr könnt ja hier zurückspulen sozusagen und schaut euch mal bitte den Vergleich an, also wie knallig das jetzt wirkt, ja, im Vergleich zu vorher. Ja, und jetzt kommt wieder ein cooler Teil, jetzt wird wieder ein bisschen demaskiert und ihr seht, wie cool die Wirkung einfach ist. Also ich bin total beeindruckt. Das macht echt auch Spaß, ihr zuzusehen, finde ich. Ich hoffe, ihr teilt meine Meinung. Ach, noch ein ganz wichtiger Pro-Tipp hier beim Abkleben. Lasst die Klebefolie bzw. den Maskierfilm nicht so lange drauf, weil ansonsten könnte der Karton zerrissen werden bzw. die Oberfläche kaputt gehen. Ja, und hier habt ihr gerade die Einblendung gesehen, mit welchen Stiften jetzt Anja arbeitet. Das sind die Sakura. Das sind richtig coole Stifte, die auch wasserfest sind. Vor allem bei der Airbrush-Technik, wo man eben auch mit Wasser sprüht, also verdünnten Farben eben sprüht, ne, braucht man eben Stifte, die auch wasserfest sind. Und das ist hier der Fall. Das habe ich tatsächlich auch ausprobiert. Ich empfehle allerdings auch immer ein bisschen das noch antrocknen zu lassen, weil am Anfang habe ich auch schon mal den Effekt gehabt, dass die sich ja ein bisschen leider verschmiert sind. Wenn ihr aber darauf achtet und die ein bisschen antrocknen lasst, dann passiert da überhaupt nichts. Im Gegensatz zu anderen Stiften. Ich muss dazu sagen, die sind aber auch nicht ganz günstig. Ne? Das sind schon qualitativ hochwertige Stifte, die jetzt hier von Sakura. Ja, hier werden dann eben noch die einzelnen Linien nachgezeichnet, ja, dass auch schön die Verläufe bzw. die Spitzen auch richtig schön nachgezeichnet sind, ja, und dass die Linien einfach cool rauskommen. Und die filigranen Linien werden jetzt hier auch eingezeichnet. So könnt ihr auch bei diesem Bild Dinge korrigieren, ja, oder Linien ergänzen, die eben fehlen, oder mal eine Kurve ergänzen, die eben nicht sauber abgeklebt worden ist, oder wo jetzt beispielsweise auch die Farbe unter dem Maskierfilm gelaufen ist. Ne? Sowas könnt ihr eben jetzt hier sehr gut mit den Sakura-Markern bzw. Fileliner sind das ja, korrigieren. Hier links beispielsweise im Bild diese Gürteltasche, da fehlte eben auch hier die Darstellung von einem Stück Gürteltasche, was ihr gleich seht, was dann auch von Anja korrigiert wird. Ich möchte noch auf einen Kommentar eingehen, der jetzt vor 2 oder 3 Videos kommentiert worden ist sozusagen. Da hat jemand nach einem Kompressor gefragt und ich wollte euch ja eigentlich in der Videobeschreibung oder in der Infobeschreibung eben den Kompressor verlinken. Ich habe meinen tatsächlich nicht mehr gefunden. Von daher müsste ich mich jetzt ehrlich gesagt mal umhören, was denn jetzt aktuell ist und welche Kompressoren denn tatsächlich gut sind. Also das wird auch noch kommen, ich habe das nicht vergessen. Ich habe nur, wie gesagt, meinen alten nicht mehr gefunden, der ist wohl einfach zu alt. Ja, und hier seht ihr vorhin das Erwähnte, wie Anja eben die Gürteltasche jetzt korrigiert anhand der Vorlage. Wenn ihr diesen einmal nachmachen möchtet, ne, achtet einfach auch darauf, so als Tipp, auf die Vorlage. Also ne, schaut da wirklich genau hin, weil das sind ja sehr, sehr viele filigrane Linien eben. Und da ist es immer umso wichtiger, ne, das macht Anja auch hier richtig gut, dass sie eben links auch die Vorlage noch liegen hat, damit sie auch nachschauen kann, ob sie auch alles richtig übertragen hat oder ob noch die ein oder andere Linie eben ergänzt werden muss. Deshalb am besten, wenn ihr das erstmal übertragen habt mit dem Graphitpulver,
Druckt euch immer die Vorlage zweimal aus, weil ihr braucht einmal eine saubere Vorlage, ja, ohne Graphitpulver und natürlich eine mit Graphitpulver, damit ihr auch das Ganze eben auf euren Maluntergrund übertragen könnt. Ja, dieser Arbeitsschritt, der bedarf jetzt auch ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit, wie ihr merkt, ne? Also die einzelnen Linien einfach nachzuziehen, das dauert halt ein bisschen, ne? Und das Ganze zu korrigieren. Und gleich geht es auch weiter mit einem Grau, beziehungsweise einem verdünnten Schwarz, meine ich, nimmt sie. Aber wie gesagt, die Farben liefere ich noch einmal nach. Das könnt ihr dann hier unter dem Video wieder sehen. Das Coole an den Sakura Feinlinern, die gibt es wirklich in sehr, sehr dünnen Stärken. Und das ist natürlich perfekt jetzt hier für solche Arbeiten, dass man eben auch wirklich sehr filigran diese Striche ziehen kann. Weil hier braucht man das ja definitiv, um einfach wirklich genau die Spitzen hier auszuarbeiten. Und ja auch jetzt hier die Feinheiten, wie ihr seht. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und freue mich total darüber. Wichtig dabei, ihr habt dadurch keinen finanziellen Nachteil. Und nochmal Werbung in eigener Sache, wenn euch die Airbrush-Technik interessiert und ihr keine weiteren Videos, Tutorials, Airbrush-Tutorials verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Ihr unterstützt so mich, meine Arbeit und natürlich auch den Kanal. Vielen Dank! Jetzt arbeitet sie mit einem weichen Radierstift von Faber-Castell, um ein paar Verläufe einzuradieren und ein paar Helligkeiten in der Ausrüstung bzw. in der Rüstung vom Superheld.
Ja, und jetzt kommen wir zu der Farbe Grau oder zum Grauton sozusagen. Hier könnt ihr, wie gesagt, entweder ein stark verdünntes Schwarz nehmen. Was ich bevorzuge, ich nutze ja immer gerne die Mischung 2 Rot-Orange und ein Ultramarin. Oder wenn ihr ein wärmeres Grau haben möchtet, dann 3 Rot-Orange, immer jeweils Tropfen und ein Ultramarin. Auch hier arbeitet Anja mit einem Verlauf, also unten eher dunkler und nach oben hin wird es dann heller.
Jetzt arbeitet Anja noch ein bisschen mit Buntstiften, um die Verläufe noch ein bisschen stärker anzudeuten und aber auch smoothere Linien einzuarbeiten, wie ihr das hier seht. Und gleich nimmt sie auch noch eine andere Farbe. Ich meine, das sind die Aquarellstifte und nicht die Polychromos, weil sie bevorzugt die Aquarellstifte. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher.